Wenn man die Insel Rhodos besucht, darf ein absolutes Highlight nicht fehlen. Und das ist Lindos und seine oberhalb der Stadt befindliche Akropolis. Lindos liegt an der Ostseite der Insel und ist eingebettet zwischen zwei kleinen Buchten. Diese kleinen Buchten wurden schon vor ca. 3000 Jahren als natürliche Häfen genutzt. Die Stadt mit ihren engen Gassen ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das stellt aber kein Problem dar, denn ober- und unterhalb der Stadt gibt es genügend Parkplätze. Auf dem gut ausgeschilderten Weg in Richtung Akropolis kommt man an einer Unzahl von Souvenirläden und Restaurants vorbei. Sobald man sich durch die engen Gassen geschlängelt und die kleine Stadt hinter sich gelassen hat, beginnt der Aufstieg auf die in ca. 116 Metern Höhe gelegene Akropolis. Aber keine Angst, der Weg ist wirklich gut ausgebaut mit einigen Stufen und gut begehbar. Sollte man jedoch Bedenken haben, kann man sich an einen der vielen Eseltreiber wenden, um den Weg nach oben getragen zu werden. Hierbei sollte man jedoch bedenken, dass die armen Tiere nur ein Gewicht bis ca. 100 Kilo tragen sollten. Rund um die Tempelanlage errichteten die Johanniter im Mittelalter eine Ringmauer. Auch heute ist diese geländerlose Treppe noch der Zugang zum Inneren der Anlage. Hat man diese Hürde genommen, durchschreitet man das Mittelalter und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Und plötzlich befindet man sich in der Antike. Majestätisch thront der größtenteils restaurierte Tempel der Athena Linda auf dem Felsplateau. Ab 1902 begannen hier die Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten. Der Blick von hier oben über die Ägäis ist atemberaubend. Einfach auf den felsigen Boden wurde der Tempel errichtet. Durch die Restauration kann man erahnen, wie schön das alles ausgesehen haben muss. Bis heute versucht man, die ganzen Puzzleteilchen zusammenzusetzen. Um die Anlage einigermaßen in Ruhe genießen zu können, sollte man entweder gleich nach der Öffnung hier sein oder kurz vor Schließung. Ob man mit kleinen oder großen Kindern unterwegs ist, Achtung, Achtung, hier ist nichts gesichert, kein Geländer, bitte ein bisschen aufpassen. Echt Angst gehabt, du läufst darüber. Zuzutrauen ist dir alles. Wer? Gegen 9:30 Uhr machen wir uns wieder auf den Rückweg und jetzt sieht man auch, warum man wirklich früh morgens dort sein sollte. Bergab entscheiden wir uns für einen kleinen Umweg. Normalerweise gehen hier die Esel bergan, aber wir haben jetzt Ruhe, um wieder runter in die Stadt zu kommen. Das hat auch noch den Vorteil, dass man an vielen kleinen, wunderhübschen Hauseingängen vorbeikommt, an denen man sich kaum satt sehen kann. In ganz Lindos findet man diesen beeindruckenden Mosaikboden, der aus lauter Kieselsteinen gemacht wurde. Besonders in den Innenhöfen dieser wunderschönen alten Kapitänshäuser sind diese zu finden. In den Gassen findet man unzählige Restaurants und fast alle haben einen Dachgarten, sodass man es sich gemütlich machen kann, während man den Blick über die Stadt schweifen lässt. Bei gemischter griechischer Vorspeise kommt man schnell wieder zu Kräften und man kann sich auf den kurzen Weg zum Lindos Beach machen, der nur ca. 7 Minuten entfernt ist. Und wenn man richtig Glück hat, dann sieht man Poseidon den Fluten entsteigen.